Kurzes Update zur Lage, 4. September 2025. Das Ashtar-Kommando hat die Kontrolle über den ätherischen Erdkernkristall übernommen und kann nun die Erdrotation vollständig stabilisieren, bis der richtige Zeitpunkt für die physische Polverschiebung gekommen ist. Die Beseitigung der mit dunkler Energie verbundenen Lurker-Implantate schreitet planmäßig voran. Viele Wesen im gesamten Multiversum, die nicht vollständig auf das Licht ausgerichtet waren, wechseln jetzt vollständig auf die Seite des Lichts über. Die Lichtkräfte haben die irrationale Furcht vor der physischen Intervention fast vollständig verloren und es gibt jetzt nur noch objektive und strategische Hindernisse, auf die ich jetzt teilweise eingehen werde. Seit 1996 kam es zu einer drastischen Unterwanderung der Lichtkräfte durch die Dunkelkräfte. Positive militärische Gruppen, die Whiteheads, Fraktionen des Weißen Adels, positive Drachengruppen und positive Tempelrittergruppen wurden fast alle brutal von den dunklen Agenten infiltriert, sodass die meisten dieser Gruppen nicht mehr funktionsfähig sind. Dies erklärt, warum die überwiegende Mehrheit dieser Gruppen, mit Ausnahme einiger Vertreter des Weißen Adels, einer Tempelrittergruppe und einer Drachengruppe, meine Mission in keiner Weise unterstützt hat. Strategisch noch schädlicher war die Unterwanderung der Widerstandsbewegung. Die abtrünnige Zivilisation auf dem Planeten X wurde von Supersoldaten des geheimen Raumfahrtprogramms gegründet, deren Anfänge in den späten 1960er Jahren lagen und die um 1975 den Höhepunkt der Kolonisierung erlebte. Es handelte sich um eine von den Illuminati gedankengesteuerte Zivilisation, die sich schließlich 1999 befreite und die Menschen, die auf die Erde kamen, um die Widerstandsbewegung zu unterstützen, waren SSP-Supersoldaten der zweiten Generation, die nicht völlig frei von der Gedankenprogrammierung waren. Diese Gruppe wurde nach 2012 von jesuitischen Agenten infiltriert und einige jesuitische Agenten schafften es, sich über das SSP und dann über den Planeten X in die Widerstandsbewegung im Untergrund einzuschleusen, wobei sie ihren Vorgesetzten vom Schwarzen Adel ständig Bericht erstatteten. Sie haben es geschafft, die X-Widerstandsgruppe so weit zu kapern, dass viele dieser Leute die Befreiungsmission aktiv sabotierten, indem sie zum Beispiel den Covid-Virus aus dem Labor in Wuhan entkommen ließen, indem sie falsche Informationen über die Gruppen der Kabale auf der Oberfläche in die Computer des Widerstands einschleusten, indem sie aktiv die finanzielle Hilfe für die Lichtarbeiter blockierten, indem sie den Finanzreset durcheinander brachten. Das Endspiel des Schwarzen Adels bestand darin, den Widerstand und andere Lichtkräfte, die Chimera und andere dunkle Fraktionen beseitigen zu lassen, wodurch der Schwarze Adel effektiv an die Spitze der Nahrungskette gesetzt würde, und im richtigen Moment planten sie, den Widerstand durch ihre infiltrierten Agenten zu übernehmen und dann schließlich das gesamte Sonnensystem zu erobern. Dieser Plan ist gründlich gescheitert. Die Spitzenleute des Widerstands wussten die ganze Zeit über die Infiltration Bescheid und warteten geduldig auf den richtigen Moment, um ihren Zug zu machen. Nach der Öffnung des Aufstiegsportals am 21. August und vor allem nach unserer Meditation am 29. August war genug vom Lurker verschwunden, sodass sie einen geheimen Plan zur Ausrottung der Infiltration in Gang setzen konnten. In einer riesigen und sehr effektiven Operation wurden fast alle Menschen von Planet X, 500 Millionen, aus diesem Sonnensystem herausgeholt und durchlaufen nun einen Sortierprozess. Einige von ihnen werden für ihren Verrat in die Zentralsonne gehen. Andere haben das Licht angenommen und werden geheilt und wiederhergestellt werden. Der Planet X ist nun vollständig von diesen Menschen befreit
und ist nun einer der Hauptstützpunkte der Galaktischen Konföderation für die Befreiungsoperationen. Der Widerstand im Untergrund zählte vor dieser Operation etwa 70 Millionen Menschen. Und jetzt sind nur noch ein paar Millionen übrig. Sie durchlaufen derzeit einen umfassenden Umstrukturierungsprozess und arbeiten mit der Galaktischen Konföderation auf eine Weise zusammen, über die ich nicht sprechen darf. Der Event-Befreiungsplan wird derzeit einer umfassenden Aktualisierung und Optimierung unterzogen und ich bin vielleicht oder vielleicht auch nicht in der Lage, über Einzelheiten zu berichten. Ich kann nur ein paar Hinweise geben. Die Infiltration von den Whiteheads auf der Oberfläche wird angegangen werden und es gibt Situationen, in denen KI-Naniten und Klone eine Rolle spielen, die ebenfalls angegangen werden. Ich würde den Leuten empfehlen, keine Schätzungen und Schlussfolgerungen auf der Grundlage dieser unvollständigen Informationen vorzunehmen, da diese Schlussfolgerungen und Schätzungen sehr wohl falsch sein können. Hier könnt ihr euch bezüglich unserer glänzenden Zukunft inspirieren lassen. Link. Oder auch hier, Link. Ozean der Liebe. Vielleicht kann ich im Aufstiegsworkshop in New York mehr Informationen preisgeben. Es sind noch Plätze frei und ihr könnt euch uns anschließen. Link. Im Oktober wird es einen weiteren Aufstiegsworkshop in Tokio geben, zu dem ihr ebenfalls herzlich eingeladen seid. Link. Sieg dem Licht.